Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, einfach anders. Es ist ja schon wieder ein Monat rum und wir sind hier, um euch zu berichten, was denn so die letzten Wochen passiert ist, und freuen uns natürlich, dass ihr uns hier die Treue haltet. Fragen wir erstmal, wie es unserem Künstler geht. Thomas, du siehst wie immer blendend aus, wie immer erholt. Also man kann wirklich nur sagen, ich bin mal gespannt, wenn die Tour erstmal rum ist, du gehst ja jetzt auf große Tour, ob du da auch noch so entspannt aussiehst. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen anstrengender. Aber zunächst mal hallo alle, die zuhören, und schön, dass ihr dabei seid. Aber ich glaube, mein Lieber, wenn wir jetzt mal gucken, ich bin jetzt hier vor meinem Terminkalender. Im Grunde der Podcast wäre ja im Grunde am 27. Ne? Und das so ist es. Und das ist im Grunde meine Show in Frankfurt. Also ich glaube, wir werden zwischendurch mal irgendwie einen Podcast aufnehmen und schon von der Tour berichten, was da genauso war. Deshalb, das wird dann wirklich sehr, sehr heftig. Aber ich freue mich drauf. Irgendwie finde ich das geil und irgendwie finde ich das super. Aber ich glaube, danach hänge ich mich mehr für 2 Tage in den Schrank. Ja, also ich glaube, wir werden dann ein bisschen verspätet veröffentlichen, den Podcast, weil ich will ja natürlich, wir wollen ja ein paar Eindrücke auch von der Tour natürlich mitnehmen, gerade wenn ich ja dann auch da bin bei dir in Frankfurt, ne, freue ich mich riesig. Meine Tochter hat letztens zu mir gesagt, wir haben Fernsehen geguckt, und da sagt sie, sag mal, ist das nicht dieser Mann, der da schon mal bei uns war, der an deinem Geburtstag da war? Ist das nicht dieser Mann? Der singt doch dieses Sherry, Sherry Lady. Habe ich gesagt. Was hast du geantwortet? Da habe ich gesagt, ja, natürlich ist der Thomas. Ja, genau, der Anders, hat sie gesagt. Ja, der Anders. Und so, habe ich gesehen, der ist ja voll berühmt und so. Da habe ich gesagt, ja, das ist hier Weltstar und so. Ne? Habe ich ihr das mal erklärt. Man muss den Leuten schon, der nächsten Generation schon erklären, wer ich bin. Das Drama fängt schon an. Du musst es der nächsten Generation erklären, aber das Geile ist, sie kennen halt auch die Songs. Ja, das finde ich das crazy. Es ist nicht so, ja, weißt du, ja, hier, ne, irgendwie abgehakt früher und so, ja, boring, langweilig. Nee, sie kennen die Songs und feiern es natürlich. Und wir hatten auch drüber gesprochen, wo sie mich gefragt hat, was da ist jetzt an diesem 27. Februar. Da habe ich gesagt, ja, da bin ich beim Thomas Anders auf 27. Konzert. März. 27. März. Ja, meine ich ja 27. März. Hast du doch gesagt, ja, ne? Du hast 27. März gesagt, ja. Ja. Und da hat sie gesagt, ja, können wir da mit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ihr seid ja noch nicht volljährig und ob das so geht. Ich habe gesagt, ich frage mal den Onkel Thomas, vielleicht kann er das ja möglich machen, dass wir das als Familienausflug machen nach Frankfurt. Ne? Na, guck doch mal. Ist doch Wochenende dann, ist doch Freitagabend, ihr könnt ausschlafen, müsst nicht in die Schule. Ja, genau. So, und der liebe Onkel Thomas, der kriegt das irgendwie hin. Oh, da freut sich die ganze Familie. Familienausflug nach Frankfurt zum Thomas Anders Sings Modern Talking Konzert. Es ist ja auch ein besonderes Konzert, also diese ganzen Konzertreihe, die du ja machst, und ich finde, wir sollten da auch nochmal drauf eingehen, weil es jetzt schon mehrere Fragen gab. Ja, was ist da? Singt der Thomas auch Songs von früher, von seiner ganzen Karriere? Singt er auch was Deutsches oder singt er nur Modern Talking? Wie wird die Tour sein? Nimm uns mal mit, exklusiv hinter die Kulissen. Was erwartet uns? Das ist immer so ein bisschen schwer, weil ich will nicht so viel verraten, weil die Leute sollen ja überrascht werden. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, mit Überraschung hin, Überraschung her, wenn das erste Konzert in Berlin gelaufen ist, haben sie die Hälfte abgefilmt und am nächsten Tag hast du es im Netz. Also deshalb, der ist nicht mehr groß mit Überraschung. Was ich sagen kann, also ich singe nicht Deutsch, weil es ist wirklich Thomas Anders Sings Modern Talking, das ist die Zeitreise, die halt eben in die 80er zurückgeht. Und ich habe aber für dieses Programm wirklich auch
Titel ausgesucht, die ich ganz, ganz lange nicht mehr auf der Bühne gesungen habe. Wie zum Beispiel TV Makes the Superstar. Hatte ich, glaube ich, jetzt die letzten 15 Jahre nicht mehr im Programm. Ich singe auch seit langem mal wieder China in Her Eyes. Also ich habe auch ganz, ganz viel neuen Videocontent erarbeiten lassen. Also wenn eben die Hardcore-Fans, die in den letzten Jahren mich wunderbar unterstützt haben und begleitet haben, es werden neue Videos kommen. Es sind natürlich auch halt eben neue Songs dabei. Also ich singe auch Cherokee Highway. Der ist auch dabei. Es sind auch Songs, wo ich mit mir im Duett singe, also mit dem jüngeren Thomas Anders, dann im Duett. Und es ist ein 80er-Jahre-Medley dabei. Und dann erzähle ich so ganz kurz zwischendrin, wen ich alles in den 80er Jahren getroffen habe. Und da wird es doch vielleicht die ein oder andere musikalische Überraschung geben, wo man jetzt nicht mit gerechnet hat, dass ich das auch singe. Und ich glaube aber, danach tobt die Halle, weil es ist 80er Jahre Hits pur. Ach komm, ja, cool. Cool, also da freuen wir uns drauf. Also das wird bestimmt so. Wie ist das jetzt hier? Also wir haben Berlin, wir haben Hamburg, wir haben Stuttgart, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt und Wien. Ein wenig Österreich gibt's auch. Wie sind denn die Chancen, wenn man jetzt sagt, hey, ich würde da noch gern hin? Gibt's noch ein paar Tickets? Doch, es gibt noch. Also Berlin ist ausverkauft, Berlin ist zu. Es gibt überall, also jetzt nicht wahnsinnig viele, aber ich habe jetzt den momentanen Verkaufsspiegel nicht da. Ich bekomme den morgen wieder. Ich kann nur sagen, dass wir momentan eine Auslastung auch für Deutschland von bis zu 90% haben. Also das ist wirklich krass und da bin ich unglaublich dankbar. Ich habe echt ein bisschen Bammel gehabt und dachte, hoffentlich geht das alles gut. In der heutigen Zeit ist es wirklich nicht so einfach, top zu verkaufen. Aber ich gehe von aus, es sind jetzt noch ein paar Wochen, aber wir werden Frankfurt ausverkauft haben, wir werden Düsseldorf ausverkauft haben, wir werden Hamburg so gut wie ausverkauft haben, Berlin ist ausverkauft. Also es gibt, die Halle in Leipzig ist halt eben ein bisschen größer, aber da sind noch ein paar Tickets frei und die in Wien auch. Aber ansonsten Stuttgart, ich will nicht sagen, ich glaube in Stuttgart gibt's noch, weiß ich nicht, 40 Tickets oder sowas. Also dann ist es auch so gut wie ausverkauft. Also dann nichts wie ran, ne? Eventim ist ja klar, überall wo es Tickets gibt. Also oder MyTicket, kann man auch machen. Ne? Und dann sehen wir uns bei der Tour. Und wenn du im Publikum bist, bin ich ganz nervös. Ja, natürlich. Ja, ich bin ja jetzt froh, dass wir unseren Familienausflug hier geregelt haben. Ja, hast du wirklich so vorher so ein bisschen gezweifelt, wo du gedacht hast, hast du wirklich so gedacht, also ich meine, es ist ja auch mal interessant, ne? Weil ich, sag mal so, so als Fan oder als Zuschauer denkt man ja immer, ah ja gut, das ist ein Star, der weiß, was er macht und so. Gibt's da schon auch so Momente, wo man so ein bisschen zweifelt? Klar, ich finde, die sind ganz wichtig, diese Momente. Und ich habe eins in meinem Leben gelernt, es ist nicht selbstverständlich. Weil wenn man an ein, egal was im Leben, jetzt in dem speziellen Fall, an diese Tour oder an dieses Projekt rangeht und sagt, ja, natürlich wird das was, das ist doch super. Das ist immer so ein bisschen das erste Zeichen von Überflieger. Ja? Man muss dafür arbeiten. Es macht sich nichts von alleine. Es muss und Promo machen, dass ich auch sagte, ich habe unzählige Interviews gegeben und auch Fernsehshows dann dafür gemacht, für die Tour, weil das betrifft ja nicht nur mich, es betrifft ja ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen. Wir leben ja in einem Zeitalter der Verdrängung. Das heißt, wenn du heute in der Zeitung liest, Thomas Anders geht auf Tour und ist dann und dann in Stuttgart, morgen kommt die nächste Message, dann hast du es schon wieder vergessen. Also du musst immer daran, hast du noch eine Weihnachtstasse, wo du gerade Kaffee draus trinkst? Ich trinke immer aus einer Weihnachtstasse. Also das mache ich aber das ganze Jahr. Ich bin da voll, ich liebe meine Weihnachtstasse. Das ist einfach... Es ist ja, trinke das ganze Jahr. Ich meine, Morgen auch. Leider haben wir jetzt keine Fernsehgeschichte, aber hier sitzt der Kunze
und sabbelt an einer Nikolaus-Weihnachtstasse rum. Ich sehe Ja. da Nikolaus auf der Seite. Von einem großen saarländischen Porzellanhersteller. Oh, Villeroy und Ja. Boch. Gut. Ja, Ich meinst du, darf, kriegen wir ich, dafür darf jetzt in was? meiner, ich darf in meiner Sendung Werbung machen, in meinem Podcast. Ja. Das ist vollkommen egal. Ja. Vielleicht, wir haben auch viele Sachen bei uns Porzellan und vielleicht schicken Sie mir Ja. auch eine Weihnachtstasse. Wer weiß. Ja, vielleicht kriege ich auch noch ein paar mehr dafür. Keine Ahnung. Who knows? Nein, wo waren wir? Also man darf es nie für selbstverständlich sehen oder nehmen, dass das sich alles von alleine ergibt. Man muss dafür arbeiten. Und in der heutigen Zeit, wo halt eben auch gerade das Geld bei vielen wirklich fest in der Tasche sitzt, wo man sich vielleicht 2-, 3-mal überlegen muss, für was gebe ich jetzt halt eben für ein Konzert aus, und es wird so viel angeboten. Die Künstler verkaufen ja im Grunde jetzt keine CDs oder Streaming verdient man auch nicht so viel. Man muss ja irgendwie gucken, dass man als Künstler aber wirklich auch verdient und Geld einnimmt, und dann deshalb sind so viele Künstler auf Tour und geben Konzerte. Das war früher, als Beispiel war das komplett anders. Als wir mit Modern Talking anfingen, hatte man eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine Tour gemacht, damit man danach viele, viele, viele Alben verkauft hat. Und das hat sich komplett gedreht. Man macht heute ein Album, damit man ein neues Programm für eine Tour hat. Weil man verdient eigentlich richtiges Geld, nur noch, wenn man unterwegs ist. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich bin da auch schon ein bisschen angespannt, aber ich freue mich auch drauf, weil es bekommt immer mehr Gesicht. Ich habe jetzt, also ich glaube, alleine das Opening wird schon so grandios werden, dass vielleicht der ein oder andere denkt, boah, es hat sich schon gelohnt. Nach dem ersten Song hat es sich schon gelohnt. So geil wird es. Gut, also bis du dann bei mir in Frankfurt bist, bis dahin bist du ja auch eingespielt. Also von daher. Genau. Da kann ich schon mal den einen oder anderen blöden Spruch lassen, ohne mich zu konzentrieren. Na, also wir freuen uns wirklich sehr auf die Tour, und das ist schon toll. Ich meine, nach so vielen Jahren, so viel Erfolg, und dass du das auch machst. Es gibt ja auch genug Künstler, die sagen, ja, okay, das war meine Zeit, ich muss jetzt keine Tour mehr machen, warum soll ich das tun? Also die Fans danken dir dafür, und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich hatte jetzt auch noch mal hier eine Frage notiert, und die möchte ich an dieser Stelle noch loswerden von Martina aus Lübeck. Liebe Martina, du kriegst natürlich von uns auch die Modern Talking Podcast-Tasse. Und zwar ging es darum, dass sie geschrieben hat, sie hat dich gesehen im Fernsehen beim Kölner Treff, und da hast du gesungen There's Too Much Blue in Missing You im Fernsehen. Warum ausgerechnet dieser Song? Ja, folgendes, Martina. Wenn man im Fernsehen auftritt, man macht sich seine Gedanken. Das Wenigste ist einfach spontan. Und wie hat Rudi Carrell, glaube ich, früher immer gesagt, es gibt nichts Spontaneres als ein eingeübter Gag. Also das ist so, und es liegt die Kunst darin, das so aussehen zu lassen. Und There's Too Much Blue in Missing You ist ja, wie habe ich schon mal im Podcast erwähnt, ist ja ein Titel, den ich nie im Original gesungen habe, sondern es war halt eben Dieter, der halt eben auf dem ersten Album den Song interpretiert hat. Und jetzt bei der Neuaufnahme habe ich ihn zum ersten Mal gesungen, und ich dachte, das ist einfach ein Song, der sehr, sehr viel Gefühl hat, und den ich sehr, sehr gerne singe, und natürlich singe ich ihn auch auf der Tour. Er ist auch in meinem Programm. Und deshalb wollte ich ihn auch halt eben, weil es bei dem Gespräch mit Micky Beisenherz auch um die Tour ging, deshalb wollte ich ihn auch singen. Und so ist entstanden, dass ich halt eben im Fernsehen diesen Song sang. Okay, Martina, da ist die Frage damit beantwortet. Ich habe das auch gesehen, Kölner Treff mit Micky Beisenherz. Der hat coole Fragen gestellt. Ne? Der hat sich auch gleich positioniert, ne? Indem er gesagt hat, du wärst der sympathischere Part von Modern Talking. Das hat er gleich so auch dargestellt. Das fand ich mutig, fand ich auch schön, was er so gesagt hat in dieser Runde.
Und du sahst wie immer natürlich blendend aus, Thomas. Also wirklich. Er kriegt kein Geld dafür, Leute. Da waren doch so zwei, die in Las Vegas irgendwie auftreten, auch in dieser Show. Die Magier oder die Mentalisten, ja. Ja, also das habe ich mir auch gefragt, wie die ganz genau, also wie das funktioniert, was die da für Zeichen haben oder wie die miteinander kommunizieren. Das ist schon ein Talent, ich glaube, das ist auch Übung. Ich habe auch nachher man hat dann immer nach der Aufzeichnung so einen Umtrunk, wo man halt eben nochmal ein bisschen miteinander spricht. Und ich habe sie auch direkt gefragt, könnt ihr auch in Lotto zahlen? Aber nein, das können sie nicht. Das können sie Sehr nicht. Schön. Aber war faszinierend, ne? Ja, also mich hat es auch begeistert. Silvia aus Ingolstadt hat die Dokumentation gesehen, die hieß Alles Gute, Thomas Anders. Stars gratulieren zum Jubiläum. Das war in der ARD-Mediathek vom MDR. Und sie hat gesagt, ja, sehr schöne Doku, leider viel zu kurz. Was ist da passiert? Oh gut, da hast du wahrscheinlich auch keinen Einfluss drauf. Ja, die war einfach nicht länger geplant. Also ich meine, es ist Folgendes. Man muss die Doku wurde relativ kurzfristig eingetütet, wie man in unserer Fachsprache sagt. Also es wurde erst ich glaube im Frühherbst entschieden. Und man muss Folgendes wissen. Fernsehen plant auf ganz, ganz lange Zeiten hinaus. Da muss ein Platz frei sein. Also da muss ein Sendeplatz frei sein, weil es ist ja im Grunde, man hat ja ein Programm und diese Programme sind ja durchgeplant. Und wenn man ein Abendprogramm hat, dann gibt es halt eben da bestimmte Punkte, wo man sagt, okay, da ist immer halt eben eine besondere Sendung oder ist ein Verbrauchermagazin oder da kommt ein Krimi oder da kommt eine Unterhaltungsshow. Und es war überhaupt kein Platz für 45 Minuten. Deshalb war die Doku auch in Anführungszeichen nur 30 Minuten. Ich fand es aber auch sehr unterhaltsam. Daran liegt es einfach. Und mehr Zeit konnte man einfach in der kurzfristigen Entscheidung. Wir machen jetzt innerhalb in 4-5 Monaten kommt dann eben diese Doku, konnte man nicht mehr Sendeplatz freischaufeln. Also für die, die es nicht gesehen haben, ne, das war ja quasi, die waren ja auch bei dir zu Hause in der Doku, hat man gesehen, mit Christian Geller, mit deinem Produzenten hast du da gekocht, ne, Claudia war dabei, deine Frau, und welche Zutaten braucht man genau für einen Hit, war ja auch irgendwie so das Fazit dabei. Ja, aber auf jeden Fall, ich meine, du kochst auch und du weißt auch, wenn man es jetzt wieder aufs Kochen bezieht, mit schlechten Zutaten kannst du nie was Leckeres kochen. Nee, das stimmt, ja. Du brauchst, es ist meistens, da fängt es schon an. Also du musst erstmal die richtigen Zutaten haben und wissen, wo du was kriegst und brauchst gute Produkte, um mit denen dann ordentlich was zu machen. Das stimmt, das ist so. Ja, ist so. Ja, kann man. Ja. Also ich kann, wenn ich halt eben ich sag mal, ich habe irgendein Fleischgericht und ich nehme dann aber eben ein billiges Fleisch, dann kann das nicht gut werden. Das heißt jetzt nicht, es muss nicht überteuert sein, aber man muss halt eben einfach mal gucken, dass man ein gutes Produkt hat. Und wenn ich koche halt eben hin und wieder auch gerne mal mit so einer Rotweinsoße. Wenn ich ich kaufe dafür keinen super teuren Rotwein, aber ich kaufe da auf keinen Fall einen Rotwein, wo die Flasche 3 Euro kostet. Was soll denn daran gut werden? Also deshalb, man muss dann schon eine gewisse Qualität haben, sonst schmeckt es einfach nicht. Und dann kommt natürlich ein bisschen Talent hinzu. Jetzt warst du ja hier Kölner Treff am Freitag, Samstag warst du in Polen, in Krakau. Da ging es ja richtig ab. Also da muss ja die Hölle los gewesen sein. Wie war das für dich? Normal? Normal! Ach, wie schön! Natürlich, entschuldige, ich vergaß ja, klar. Ja, weißt du, wenn ich mal am Wochenende so an der Fasnacht unterwegs war, so als Fasnachtrenner und die Leute klatschen und rufen es 3-mal Zugabe, ist es für mich was Besonderes. Für dich wäre es wahrscheinlich, naja gewesen. Und da rasten sie komplett aus hier in Krakau in Polen und dann sagt er, es ist normal, alles klar.
Nein, wer mich kennt, der weiß, wie ich das meine. Nein, es ist so, wenn die Menschen zu einer Show kommen, und das war auch ein Festival, also ich war Headliner, wenn die Menschen zu einer Show kommen, dann wollen die natürlich auch Freude haben und die wollen das auch ausleben. Und ich sag einfach mal, das ist immer blöd, wenn man sich selbst, ich will mich nicht selbst loben, nein, aber ich liefere einfach ab. Also weil ich kann mich gut in ein Publikum reinversetzen und ich bringe das, was die Menschen gerne hören wollen. Und ich mache nicht mein Programm für mich, obwohl ich die Songs alle gerne mag, aber ich würde hin und wieder mal ganz andere Songs auch im Programm singen. Aber es geht doch darum, dass jemand, der viel Geld dafür ausgegeben hat. Es geht ja nicht nur um die Eintrittskarte. Es geht darum, dass er dahin fährt. Es geht darum, dass er irgendwas trinken muss. Er will vielleicht irgendwie noch eine Bockwurst oder irgendwas essen. Die Menschen geben Geld dafür aus und die haben eine Erwartungshaltung und ich möchte jetzt nicht aufgrund von meinem Geschmack irgendwie sagen, ja, ich bin aber heute auf Mittelaltermusik und ihr hört mich halt eben, wie ich mit der Ukulele irgendwie da rumzappel oder sowas. Nein, die Leute sollen rausgehen und sagen, wir hatten einen schönen Abend. Und wenn dann die Menschen happy sind und wenn die Leute dann so feiern, dann war das für mich ein ganz toller Abend und es läuft ja nicht immer 100% so, aber es läuft schon sehr, sehr oft, dass die Menschen begeistert sind. Aber wenn es dann mal nicht so läuft, dann bin ich derjenige, der sich dann abends auch hinsetzt und sich fragt, was hast du falsch gemacht, woran hat's gelegen? Ich habe jetzt in dieser Fastnachts- und Karnevalszeit habe ich ein paar Mal an dich gedacht, weil ich war da ja auch unterwegs, wo ich diese Vereine unterstützt habe, wo ich da mit meinem Programm aufgetreten bin und hatte da so 3 Auftritte am Abend und dachte mir dann so, ich habe ein paar Mal an dich gedacht, weil ich war dann irgend so einer, keine Ahnung, so einer Hinterkammer, bis man mich da wieder rausgeholt hat. So, jetzt ist dein Auftritt, jetzt gehst du auf die Bühne. Und da habe ich so gedacht, hey, du machst das schon so viele Jahre, auch dieses Leben, dieses heute bin ich da, dann fliege ich dahin. Das ist ja für dich vollkommen selbstverständlich. Gab es da nicht irgendwann auch mal, wo du sagst, oh scheiße, jetzt muss ich noch dahin und muss dorthin und dass man sagt, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf aber ich mache es trotzdem, weil ich habe es zugesagt und jetzt gehe ich dahin. Musst du dich da manchmal auch motivieren? Ja, es gibt einfach dann Momente, wo ich wirklich dann auf Reisen gehe und denke, ich habe eigentlich 0,0 Bock, das jetzt zu machen. Aber das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Es ist immer mal wieder, wenn man tolle Einladungen hat bei Freunden. Und ich muss mal wieder absagen. Aber ich muss ja nicht absagen. Ich meine, ich hätte immer die Chance, dass ich sage, ich mache den Job nicht. Aber es ist oft so, dass dann eben dann Konzerte kommen. Und in der Tat habe ich auch schon jetzt zum Teil Buchungen bis 28. Da weiß ich natürlich nicht, ob dann irgendwie eine Hochzeit von jemandem kommt oder Geburtstag oder feiert der oder wie auch immer. Also bei den engsten Freunden ist es mittlerweile so, die sprechen sich mit mir die Termine ab. Und dann sage ich, pass auf, ich kann an dem Tag nicht, aber dann den halte ich mir dann noch frei. Dann kommt doch dann nichts rein. So, das ist dann immer, dann fahre ich immer zu Hause weg so mit ein bisschen Wehmut, wo ich denke, das ist ja Geselligkeit und miteinander feiern ist ja etwas Wunderschönes. Aber wenn ich dann vor Ort bin oder kurz vor der Show, ist das weg. Ich bin immer dann, wo ich sage, wow, jetzt gehe ich raus und es macht einfach Spaß. Es ist eher dieses Reisen, was mich ermüdet und nicht der Auftritt an sich. Bis du dann mal dort bist und dann zu Hause wieder sagen, so, ich bin jetzt weg. Ich meine, das machst du ja nicht erst seit gestern, du machst es ja schon viele, viele Jahre. Ja, deine Frau hat dich so kennengelernt ja. Und das ist ja, aber auch für sie hart. Guck mal, wenn bei solchen Shows, also jetzt zum Beispiel mit Krakau, war es so, die Show war ja am Samstag und ich bin schon Freitagabend hingeflogen, weil ich hätte sonst, also die mögliche Maschine, also mit dem möglichen Flieger für mich, der wäre am Samstagmorgen um 7:15 Uhr gegangen. Das heißt für mich spätestens 4 Uhr aufstehen. Das heißt, ich fahre 1 Stunde bis zum Frankfurter Flughafen
Okay, ich werde gefahren, aber trotzdem, ich sitze trotzdem nur im Auto. Das heißt, von 5 bis um 6, dann ist es schon knapp. Man weiß nie, was auf den Autobahnen los ist. Dann wäre ich um 6 Uhr da gewesen und hatte halt eben abends erst den Auftritt. Dann bin ich schon mal 18 Stunden auf den Beinen und muss dann im Grunde Leistung bringen. Also sagte ich mir, na, ich fliege jetzt halt eben am Freitag. Bin ich Freitagabend, dann ist die Stunde zum Flughafen. Dann sitzt man 1,5 Stunden am Flughafen. Dann fliegt man im Grunde 1,5 Stunden. Dann, bis das Gepäck kommt und sowas, bis du im Hotel bist, sind dann nochmal, je nachdem, wie weit das Hotel weg ist, vom Flughafen, ist nochmal eine gute Stunde bis 1,5 Stunden, bis du da bist. Also, und dann an dem Tag, was immer noch kommt oder oft kommt, wenn du dann Show hast, dass halt eben noch Interviewanfragen kommen. Dann fährst du in die Halle, dann gibt es dort Fotos zu machen, dann bist du mit deinen Musikern zusammen, dann gehst du raus auf die Bühne. Wenn es eine große Show ist, hast du immer deine 105 Minuten locker. Dann kommst du im Grunde am Ende um kurz nach 11, halb 12 ins Hotelzimmer, bist voller Adrenalin, guckst irgendwie, dass du sagst, okay, ich hol mir jetzt noch einen Wein oder sowas. Hunger hast man dann auch, aber dann kannst du nichts mehr essen, weil halt eben meistens die Küche schon zu hat. Was da noch nicht schlimm ist ja gut für die Figur. So, und dann fliege ich aber oft morgens relativ früh raus, damit ich wieder bei der Familie bin. Das heißt, habe ich oft 4 Stunden Schlaf, bin dann wieder auf dem Weg zum Flughafen, bin dann so gegen 10, 11 Uhr morgens zu Hause und bin dann aber auch am Arsch. So. Da muss man gar nicht so rumreden. Da haben die auch nicht so viel von dir. Nee, aber ich bin zu Hause. Ich kann zumindest dann wieder auftanken. Weil es ist ja nicht so, das sind so diese normalen Wochenend-Geschichten, die ich mache. Es ist ja nicht so, als hätte ich montags frei. Ich sitze ja montags auch um 8:30 am Schreibtisch. Aber das ist ja gut, wenn du da so halb fertig dann da kommst, so unausgeschlafen, alles, das sind beste Voraussetzungen für die Familie. Dann kann deine Frau Claudia sagen, du Schatz, ich habe mir das hier ausgesucht, meinst du, das können wir kaufen oder das hier noch oder das hätte ich noch gern oder jetzt hier. Und dann sagst du nur, ja, mach. Jetzt wissen wir, wie es bei Kunzes ist. So, zum Zustand, wenn man da so halb müde ist und ist kaputt, dann so, ja, komm, mach. Die Kreditkarte schmilzt. So. Ich kenne das so, ja. Das ist in der Tat so. Ist das denn immer so der Punkt, wenn Punkt, wenn deine Frau dich überredet, eine Flugreise zu machen? Bitte was? Flugreise, Flieger, Flugzeug. Ich habe Sie ganz schlecht verstanden, Herr Anders. Ich hasse es, diese Fliegerei, wirklich. Nee, das will ich so schnell auch nicht mehr machen, nein. Ach, hör doch auf. Das sagst du mir. Das sagst du mir? Ich sag's dir. Das kannst du ja mal einfliegen lassen. Wenn du meine Frau demnächst mal siehst, dass du sagst, also ich würde ja, wenn ich nicht müsste, würde ich auch nicht fliegen oder so. Irgendwas kannst du ja sagen. Ach so. Du musst ja, ich muss ja nicht. Also wir müssten nicht, weißt du, das ist so. Ja. Aber noch was anderes. Dein viel, viel älterer Kollege, nämlich Howard Carpendale, aha, der hat letztens in einem Interview gesagt, er würde keinem jungen Menschen heutzutage mehr raten, Musiker zu werden oder Musik zu machen und davon zu leben und seine Musik zu veröffentlichen. Was entgegnest du ihm? Was würdest du sagen? Hat er damit recht? Wie nimmst du das wahr? Es ist seine Einstellung dazu und aus seiner Einstellung hat er vollkommen recht. Aber was ich auch gelernt habe, junge Menschen haben so viel Kraft und junge Menschen haben so viel, die sind so beseelt mit etwas. Und ich finde, man kann Musik, oder genauso wie ein Schauspiel, man kann es nur machen, wenn man wirklich total glücklich damit ist und man möchte im Grunde damit auch Karriere machen. Nur dann wird man auch gut. Früher war es anders schwer. Es war nie leicht, Karriere zu machen. Und weiß Gott war es nicht leicht, immer dabei zu bleiben und immer eine Rolle zu spielen. Die Zeichen haben sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass wenn man früher einen Hit hatte, dass man sagen konnte, okay, davon kann ich jetzt mal ein bisschen leben. Ja? Mhm. Das ist heute sehr, sehr schwer hinzukriegen. Aber nur weil es schwer hinzukriegen ist, heißt ja nicht, dass es das doch nicht mal gibt. Es gibt immer wieder Möglichkeiten. Und
jeder Künstler, der halt eben, als ich anfing, als ich nun Ende der 70er meinen ersten Schallplattenvertrag machte, da muss man sich auch überlegen, wie viele haben dann am Ende davon überlebt? Ja, also man muss das in der Relation sehen. Wie viele hatten die Chance, jetzt nicht eine große, aber überhaupt eine Karriere zu machen? Und das ist heute auch. Aber ich finde, du hast als junger, kreativer Mensch, als Musiker, durch die sozialen Medien die Chance, dich jeden Tag neu zu beweisen. Das hatte man früher nicht. Also früher hattest du, wenn du das Glück hattest, eine Schallplattenfirma zu haben, dann wurde eine Single veröffentlicht und dann konntest du Glück haben, wenn die halbwegs lief, und wenn sie nicht lief, dann wurdest du auch gefeuert und dann wurde der Vertrag auch gekündigt. Aber es ist ja schon so, dass man heutzutage ja auch wirklich viel besser auf sich aufmerksam machen kann. Da kann sich jeder selbst produzieren, eben über Social Media, über Internet, über YouTube und Co. Das gab es ja früher auch gar nicht. Aber du hast ja früher mit Platten und CDs und Kram, da hast du noch mehr Geld verdient als jetzt mit diesen Streaming-Plattformen. Die haben ja da überall die Oberhand. Also mit Streaming allein davon kannst du nicht leben. Kommt auf den Künstler an. Ja. Ja, aber einer, der jetzt, ja, Als ich weiß schon Newcomer, mal- als Newcomer hast du ganz klar die Arschkarte gezogen. Weil du halt eben diesen Background nicht hast. Du hast nicht du hast noch keinen Hit und du kannst von, keine Ahnung, 10.000 Listener, die dich hören, da kannst du einfach nicht mit leben. Aber ich mag aber deine Einstellung, und das finde ich auch gut zu sagen, hey, wenn du das fühlst in dir und du kreativ bist und das wirklich lebst, ja, mit allen Zellen deines Körpers, dann sag nicht, du machst es nicht, nur weil dir ein Dino sagt, hey, damit kannst du kein Geld mehr verdienen oder das wird nichts mehr. Also, weil man weiß nie. Also man sollte deshalb nicht von vornherein seine Träume aufgeben. Also da bin ich komplett bei dir. ja, weil das ja Also- auch beseelt und weil das ja auch Kräfte aus freilöst. Und die hast du aber mehr oder weniger nur als junger Mensch. Das muss man fairerweise sagen. Und natürlich mit den Erfahrungen, die Howard hat oder die ich auch mittlerweile habe, wir denken noch in unseren alten Mechanismen. Und die gibt es so nicht mehr, diese alten Mechanismen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, sowohl Howard als auch ich, wir können wirklich dankbar sein, dass wir diese alten Zeiten noch mitgemacht haben, eher noch viel früher als ich. Aber, und da muss man sagen, Howard ist nun 80 und dort, wo er steht, das ist aber auch seine Lebensleistung. Und das hat er ja nicht irgendwie mal so nebenbei gemacht. Dafür hat er ja sein Leben lang gearbeitet. Und das macht ja den Erfolg aus. Und alle erfolgreichen Künstler, die über einen langen Zeitraum dabei sind, egal mit Höhen und mit Tiefen, die arbeiten wirklich hart. Und die malochen und tun und machen, weil sonst wären sie nicht da, wo sie stehen. Ja, und den Thomas könnte er live erleben mit seinem jungen Ich. Wo gibt's denn das? Das gibt's übrigens nirgends. Stimmt, das ist echt gibt's neu. Übrigens, das ist auch eine absolute Neuheit, eine Weltpremiere, dass da einer mit seinem jüngeren Ich gemeinsam auf Tour geht. Wo gibt's denn sowas? Wir reisen also in die Zukunft und gleichzeitig nehmen wir die Vergangenheit auch mit. Das finde ich schon super. Also, ja, wenn ihr noch überlegt, ne, es gibt, wie gesagt, noch ein paar Restkarten, dann solltet ihr da auf jeden Fall dabei sein. Es ist jetzt nicht so wie bei einem Tom Jones Konzert, wo man sagt, also da gehen wir noch mal hin, wer weiß, ob wir den noch mal sonst noch mal sehen. Vielen Dank. Oh, So weit ist es noch nicht, Leute. Aber auf jeden Fall, es lohnt sich, das zu erleben. Schließlich ist es die Jubiläumstour und Thomas hat ja anfangs schon erzählt, dass er sich einiges hat einfallen lassen und dass wir ihn da auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. So. Und von daher, ich freue mich auf Frankfurt und wir freuen uns auch weiterhin selbstverständlich auf eure Fragen. Wir werden auch mal wieder eine Fragerunde machen.
Da könnt ihr nach wie vor einfach schreiben, podcast@thomas-anders.com, und die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt es dann auch die Podcast-Tasse. Thomas, du Und hast keine wie immer- Weihnachtstasse. Es ist keine Weihnachtstasse. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Die gibt's nur bei mir daheim. So. Du hast wie immer das letzte Wort. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch wieder gut unterhalten habe. So ein bisschen Einblick, davon lebt ja dieser Podcast auch. Das sind dann eben meine Gedanken und meine Einstellungen, die ich habe. Ich hoffe, der ein oder andere sieht mich dann auf meiner Tour. Und ich würde fast sagen, Kunzilein, wenn wir, du hast es eben schon mal so angedeutet, wenn wir nach der Tour unseren Podcast machen, vielleicht kann ich ja gar nicht mehr reden, bin ich heiser oder so, who knows, dann würde ich ja fast sagen, was hältst du davon, wenn wir den Podcast einfach am Karfreitag veröffentlichen, also am 3. April. Dann haben wir noch ein paar Tage vorher Zeit, das alles Revue passieren zu lassen, und wir können ein frohes Osterfest wünschen. Da können wir auch vor Ort, ja, wenn wir uns sehen, so ein bisschen Backstage und so, können wir doch dann auch so ein bisschen berichten. Das ist doch super. Das nehmen wir alles mit rein in den Podcast. Ich bin gespannt. Also, ich freue mich auf euch, egal wo ihr seid, bleibt gesund, und wenn ihr Lust habt, kommt einfach zu meinen Konzerten, und ich freue mich auf die nächste Episode und eine schöne Zeit. Bis dahin. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.